Ja moin, hier ist wieder der Sebastian. Ich hatte ein großes Bedürfnis zu den ganzen Videos, die ich da über Balkonkraftwerke und kleinere Solaranlagen gedreht habe, darüber mal ein Fazitvideo zu drehen, in der Hoffnung, dass ich alle Informationen, die ich jetzt in den letzten Monaten gesammelt habe, in hoffentlich weniger als 20 Minuten zusammenfassen kann. Ausgangspunkt dieses Videos ist diese Konstellation. Eine Anlage in Hamburg mit einem 1000 Watt Solarpanel, das im 40-Grad-Winkel nach Süden ausgerichtet ist. Die Anlage besitzt einen 800 Watt Wechselrichter, der die Energie der Solarpaneele auf magische Weise über eine Schokosteckdose in die Wohnung befördert. Zwischen den Solarpaneelen und der Einspeisung gehen im Schnitt und über die Jahre 10% an Leistung verloren. Darin enthalten auch die Alterung der Panels. Das System erzeugt eine Gesamteinspeisung von etwa 1080 Kilowattstunden pro Jahr und unter den darunter aufgeführten Bedingungen einen Eigenverbrauch von 550 Kilowattstunden pro Jahr. Das genaue Profil kann man bei Interesse aus dem Quelltext entnehmen, dessen Link in der Beschreibung steht. Selbst wenn die gesetzliche Grenze von 600 Watt, die sie in Deutschland momentan vorliegt, nie erhöht wird oder auch wenn man nur 600 Watt Wechselrichter besitzt, hat das kaum Einfluss auf den Eigenverbrauch. Also minus 0,2%. Der Grund? In den seltenen Fällen, wo wirklich mal 800 Watt erzeugt werden, wird so viel Strom in ebenfalls seltenen Fällen verbraucht. Wenn man den Platz und das Geld hat, Panels mit einer Gesamtleistung von 2000 Watt zu installieren, kommt man beim Eigenverbrauch auf ein Plus von 19,3%. Mit einem 600 Watt Wechselrichter sind es noch plus 18,7%. Bevor wir mit diesem Ausgangspunkt starten, möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Dieses Video beruht auf persönlichen Recherchen und einem selbstgeschriebenen Eigenverbrauchssimulator. Der Link zum Quelltext ist in der Beschreibung. Die Einspeisedaten für den Simulator stammen aus dem Jahr 2020. Dieses Video soll zur groben Orientierung dienen. Es ist immer ratsam, sich anhand mehrerer Quellen zu informieren und sich gegebenenfalls einen Profi heranzuziehen. Nun geht es zu den baulichen Voraussetzungen. Wichtig ist natürlich, dass man überhaupt einen Balkon besitzt. Hat man keinen Balkon, gehen natürlich auch Dinge wie Dachterrasse, ein Garten oder das Dach einer Garage oder Gartenhäuschens. Wichtig ist, dass es einen Netzanschluss in der Nähe gibt. Hat man diese Voraussetzungen nicht, wird es schwierig. Dann käme gegebenenfalls noch ein Fensterkraftwerk in Frage. Besitzt man einen Balkon, könnte die nächste Schwierigkeit sein, dass man die Solarpaneele nirgends befestigen kann. Bei Balkongeländern mit wenigen Befestigungsmöglichkeiten gingen gegebenenfalls noch leichte, dünne Solarpaneele, die man mit Kabelbinder befestigen kann. Hat man allerdings zum Beispiel einen Balkon, dessen Geländer aus nur gehärtetem Glas oder einfach nur einer dicken Mauer besteht, wird es schwierig. Vor allem, wenn man die Solarpaneele wegen Windanfälligkeit auch unten befestigen möchte. Hat der Balkon kein Dach, dann gerne dabei bleiben und den Punkt Dachterrasse anschauen. Ansonsten sieht es schlecht aus oder gegebenenfalls beim Fensterkraftwerk vorbeischauen. Hat man das Problem der Befestigung gelöst, steht einem eigentlich kaum noch etwas im Wege. Befindet sich keine Steckdose auf dem Balkon, kann man mit Fensterdurchführungen arbeiten. Sucht man im Internet nach MC4-Stecker-Fensterdurchführung, wird man meist fündig. Dieser Sicherheitshelm soll auf das Sicherheitsrisiko aufmerksam machen, das von Balkonkraftwerken ausgehen kann. Ein sehenswertes Video zu dem Thema ist ein Video von Money for Future mit Holger Laudeley, das hier und in der Beschreibung verlinkt ist. In dem Video geht es unter anderem um die Windanfälligkeit. Betrachtet man dieses imaginäre Gebäude hier, käme hier nur ein Balkon in Frage, auf dem man ein Balkonkraftwerk mit einem Neigungswinkel von 40 Grad gefahrlos betreiben könnte. Bei allen anderen bestünde die Gefahr, dass der Wind durch die hohe Windanfälligkeit des Neigungswinkels die Panels aus der Halterung reißen
und dadurch durch herabfallende Teile Mensch und Tier schwer verletzen könnte. Deshalb die klare Empfehlung für die rot markierten Balkone: 90 Grad Neigungswinkel, also anliegend. Zu den Balkonen auf der Westseite kommen wir noch in einem anderen Kapitel. Dort gilt, was Windanfälligkeit angeht, natürlich das Gleiche. Für die Balkone in Südrichtung ergibt sich durch den 90 Grad Neigungswinkel leider ein Ertragsverlust von etwa 17%. Ist das Thema Sicherheit geklärt, haben wir hier also zwei mögliche Ausgänge. Nun zu der Dachterrasse oder einem nach oben hin offenen Balkon. Meistens hat man da das Problem, dass die Solarpaneele Platz wegnehmen, bzw. deutlich sichtbarer sind als außen an einem Balkongeländer. Das führt zu einer deutlichen Verschlechterung des WAFs, also Wife Acceptance Faktors. Unter Umständen kann das auch zu einem Game Over führen. Hat man das im Griff, könnte die Windlast hier noch ein Problem sein. Möchte man auf Nummer sicher gehen, kann man die Panels im 0-Grad-Winkel flach hinlegen. Da das besser zum Eigenverbrauch passt als der 90-Grad-Winkel, liegt der Verlust hier auch bei nur etwa 5%. Hat man einen Garten, muss man vermutlich am wenigsten beachten. Auch hier nehmen die Solarpaneele zwar Platz weg, die man auch für andere Dinge verwenden könnte, aber meistens hat man in einem Garten ja mehr Platz. Also der Woman Acceptance Factor bzw. die modernere Bezeichnung dafür, die SOAPs, die Significant Other Acceptance Parameters, fallen nicht so sehr ins Gewicht. Man stellt die Solarpaneele im 40-Grad-Winkel so nah wie möglich an einem Netzanschluss auf und hat damit keine Einbußen zur Ausgangssituation, wenn sie nach Süden zeigen. Hat man eine Garage, ein Gartenhäuschen, eine Scheune oder andere vergleichbare Nutzgebäude rumstehen, ist das natürlich der Idealfall. Hier wird keine nutzbare Fläche verbraucht und die Solarpaneele behindern nicht die Sicht. Lediglich die Windanfälligkeit könnte zum Problem werden, wenn man nicht möchte, dass die Paneele beim Nachbarn landen. Ein letzter erwähnenswerter Punkt im Bereich bauliche Voraussetzungen ist der Stromzähler. Die meisten Wohnungen und Häuser werden über 3 Phasen versorgt. Wird in einer Phase eingespeist und in der anderen verbraucht, ist es wichtig, dass der Stromzähler die Differenz zwischen erzeugtem Strom und verbrauchtem Strom erfasst. Das Gute: die meisten Zähler sind saldierend und machen damit genau das. Eine kurze Recherche zum eigenen Zähler kann jedoch nicht schaden. Der schlimmste Fall ist, wenn man dieses Zeichen auf dem Zähler findet. Das Zeichen heißt Always Positive. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern bedeutet, dass der Zähler immer vorwärts zählt, egal in welche Richtung der Strom fließt. Eine Einspeisung würde also auch als Verbrauch gezählt werden. Und noch eine Ergänzung: Nach aktueller Gesetzeslage sind rückwärts laufende Stromzähler in Deutschland nicht erlaubt. Hat man also einen Ferraris-Zähler, sollte dieses Zeichen hier drauf sein. Im Bereich bauliche Voraussetzungen haben wir die Karten etwas neu gemischt und es sind neben Game Over und unserer Ausgangslage 2 neue Möglichkeiten dazugekommen. Da das hier sowieso nur grobe Richtlinien sind, muss man sich hier nicht jeden Wert haarklein aufschreiben. Es genügt, wenn man seinen eigenen Anwendungsfall im Hinterkopf behält und mit den noch kommenden Szenarien verrechnet. Kommen wir zum herausforderndsten Kapitel, dem Verbrauchsverhalten. Die Ausgangslage ist hier mit ± 0% in Schwarz dargestellt. Die Ausgangslage ist das Ergebnis des vorherigen Schrittes. Wohnt man in einem Haushalt, in dem der Grundverbrauch bei nur 30 Watt liegt, plus Kühlschrank, und man tagsüber nicht zu Hause ist, kann man mit einem 50% niedrigeren Eigenverbrauch rechnen. Verbraucht man allerdings permanent 250 Watt, plus Kühlschrank, so hat man beim Eigenverbrauch ein Plus von 24%. Unser Ausgangsszenario beinhaltet, dass die Spülmaschine abends läuft. Programmiert man diese jeden Tag so, dass sie um 12 Uhr mittags läuft, kann man beim 150 Watt Haushalt 5% mehr rausholen. Beim 30 Watt Haushalt läge das Eigenverbrauch-Minus dann nur noch bei 40% und beim 250 Watt Haushalt wären das plus 30% in Bezug zur Ausgangslage. Hier nochmal die Unterschiede in Prozent innerhalb der einzelnen Haushalte.
Programmiert man die Spülmaschine in einem 30 Watt Haushalt also so, dass sie immer nachmittags läuft anstatt abends, kann man übers Jahr verteilt 20% mehr Eigenverbrauch rausholen. Beim 250 Watt Haushalt sind es nur 5%. Ist man nun so nachlässig und lässt die Waschmaschine, die in unserem Ausgangsszenario ja nachmittags läuft, immer nachts laufen, hat man beim 150 Watt Haushalt ein Minus von etwa 4%. Dementsprechend niedriger fallen die Eigenverbrauchsquoten in den anderen Haushalten aus. Hier nochmal die Unterschiede innerhalb der einzelnen Haushalte. Kommen wir zum nächsten Kapitel: die Himmelsrichtung. Auch hier die Ausgangslage wieder in Schwarz mit ± 0% dargestellt. Nimmt man die optimalen Neigungswinkel, die einem PV-GIS für die jeweiligen Himmelsrichtungen vorschlägt, erzielt man mit nach Osten ausgerichteten Panels einen nur 5% niedrigeren Eigenverbrauch als mit nach Süden ausgerichteten Panels. Der optimale Winkel wäre hier 24 Grad. Ähnlich sieht es auch für die anderen Himmelsrichtungen aus: -4% im Südosten bei 40 Grad Neigungswinkel, -3% im Südwesten für 37 Grad und sogar nur -2%, wenn die Panels im 18 Grad Neigungswinkel nach Westen ausgerichtet sind. Wichtig und nochmal zur Wiederholung: Es geht hier um den Eigenverbrauch. Der Gesamtertrag ist im Westen im Gegensatz zum Süden 16% niedriger. Diese Winkel sind, wie schon erwähnt, von PV-GIS berechnete optimale Winkel für den Gesamtertrag. Stellt man die Winkel so ein, dass sie zum Verbrauchsprofil passen, also optimiert nach Eigenverbrauch, sind die Verluste gegenüber der Ausgangslage, also Süden, sogar noch kleiner. Nehmen wir mal den Sonderfall an, dass der Verbrauch nicht erst ab 18 Uhr 150 Watt höher ist als der durchschnittliche Tagesverbrauch, sondern schon um 16 Uhr. Dann ist es sogar von Vorteil, die Panels eher in Richtung Westen auszurichten, und zwar mit den hier angegebenen Neigungswinkeln. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bild mit diesem imaginären Gebäude und der Bitte, die Panels wegen Windanfälligkeit, wenn nötig, im 90-Grad-Winkel anzubringen. Nach Süden ausgerichtete Panels haben, wie schon erwähnt, dann einen Eigenverbrauchsverlust von 17%. Im Südwesten und Südosten sind es schon -23% und im Osten und Westen sogar -34% in Bezug zum 40 Grad Neigungswinkel nach Süden. Es erscheint in Anbetracht dieser Tatsache verständlich, dass man die Panels dann lieber etwas ankippen möchte. Ein Menschenleben ist allerdings mehr wert als ein paar Euro mehr im Jahr. Nächstes Kapitel: Verschattung. Die Verschattung ist leider schwierig zu greifen, weil es viele Arten von Verschattung gibt und auch mit Vollverschattung mal mehr und mal weniger Umgebungslicht auf die Panels fallen kann. Wir behandeln hier zwei Fälle. Erster Fall: Die Panels befinden sich in einem sehr großen Innenhof. Groß heißt, dass auch bei Vollverschattung trotzdem noch viel Umgebungslicht drauf fällt. Innenhof kann hier auch ein Synonym dafür sein, dass sich viele hohe Gebäude um die Panels herum befinden. Sind die Panels dadurch im Winter zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar voll verschattet, macht das gerade mal einen Verlust von -4% aus. Sind sie allerdings zwischen Anfang November und Mitte Februar voll verschattet, liegt der Verlust schon bei -14%. Fall 2: Die Panels werden im Sommer von oben, zum Beispiel von einem Dachvorsprung, verschattet. Sehr wichtig ist hier zu wissen, dass auch teilverschattete Solarpaneele kaum noch einen Ertrag bringen. Wird zwischen Mitte Mai und Ende Juli ein Panel zur Mittagszeit verschattet, kann das zu einem Eigenverbrauchsverlust von etwa 6% führen. Fällt der Schatten auf beide Panels, können es auch etwa -12% sein. Nächstes Kapitel: Nachführung. Bei der Nachführung versucht man, die Paneele so oft und so gut es geht zur Sonne auszurichten. Dieser Zauberstab soll symbolisieren, dass wir erstmal auf die automatische Nachführung eingehen. Der erste Fall behandelt Nachführungssysteme,
bei denen der Neigungswinkel fix ist und sich die Paneele nur in der Himmelsrichtung immer zur Sonne drehen. Der Neigungswinkel von 55 Grad ist hier das Optimum für Hamburg. Man erzielt dadurch einen Mehrgewinn an selbstverbrauchtem Strom von 14%. Man hat zwar bei Solartrackern, bei denen auch der Neigungswinkel immer automatisch angepasst wird, einen höheren Gesamtertrag, aber der Mehrgewinn an Eigenverbrauch ist nur marginal höher. Bei Haushalten mit einem Grundverbrauch von 250 Watt kommen übrigens ähnliche Zahlen raus. Für automatische Nachführungssysteme braucht man leider etwas Platz für die entsprechende Apparatur. An Balkonen wird das also schwierig. Außerdem kosten die Nachführungssysteme Geld, was die Amortisationszeit erhöht. Manch einer mag also auf die Idee kommen, den Neigungswinkel jeden Monat manuell zu verstellen. Das hier wären dann die optimalen Winkel in Hamburg. Leider lohnt sich die Mühe nicht wirklich. Noch weniger lohnt es sich, wenn man die Neigungswinkel der Paneele nur 2-mal pro Jahr verstellt. Nun zum Wohnort. Dieses Kapitel können wir kurz halten, weil wir hier nur Deutschland betrachten. In Mitteldeutschland sind es plus 6% und in Süddeutschland plus 10%. Kleine Nebeninformation, um dieses Kapitel etwas in die Länge zu ziehen. In Süditalien wären es plus 35%. Nun zum aktuell teuersten Kapitel, dem Stromspeicher. Nehmen wir an, dass wir einen 2 Kilowattstunden großen Speicher besitzen und damit, solange genug Saft da ist, die Grundlast von 150 Watt abdecken. Dann kommen wir auf ein sattes Plus von 60%. Schaffen wir es irgendwie, uns am Stromverbrauch des Haushaltes langzuhangeln und genau diesen einzuspeisen, bis maximal 800 Watt, dann kommen wir auf ein Plus von 63%. Gehen wir zurück zu dem 30-Watt-Haushalt und statten diesen ebenfalls mit einem 2 Kilowattstunden großen Speicher aus und versuchen hier ebenfalls uns am Stromverbrauch des Haushalts langzuhangeln bis maximal 800 Watt. Dann bekommen wir hier im Vergleich zur Ausgangssituation trotz des geringen Grundverbrauchs tagsüber ein Plus von 28% hin. Und falls es gerade nicht rüberkam, in Bezug zur +/-0% Ausgangssituation, also dem 150 Watt plus Kühlschrank-Haushalt, aus Sicht des 30-Watt-Haushaltes wären das 250% mehr Eigenverbrauch. Der Haken an der ganzen Sache: Die Speicher sind momentan teuer und man muss sich gut informieren, was im Rahmen eines Balkonkraftwerks legal ist und was nicht. Wenn man die Einspeisung anhand des Verbrauchs automatisch regeln möchte, braucht man außerdem meistens einen Elektriker für die Messlösung im Verteilerkasten. Meistens lohnt es sich finanziell nicht. Im letzten Kapitel würde ich gerne noch auf die unterschiedlichen Typen Mensch eingehen. Für die einen ist es wichtig, dass sich ein Balkonkraftwerk schnell lohnt, sich also in etwa 3 bis 4 Jahren amortisiert. Mit dem Ausgangszustand dieses Videos, also 550 Kilowattstunden Eigenverbrauch pro Jahr, gehen diese Menschen kaum ein Risiko ein. Ist man eher der gelassene Typ, können im Worst Case auch 10 Jahre Amortisationszeit drin sein. Also zum Beispiel ein Haushalt mit geringem Grundverbrauch oder mit einer teuren Akkulösung. Dann gibt es noch die Bastler oder die selbstlosen Weltverbesserer, denen die Amortisationszeit egal ist und viel mehr Geld ausgeben, als jemals wieder reinkommen kann. Ich übergebe nun das Wort an einen von denen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wieder eine schöne und sonnige Zeit und hoffentlich bis bald.